So wie ihr alle wisst, gibt es jetzt bei Linsen das Jubiläumjahr. 75 Jahre gibt es die Werft und in 75 Jahren ist natürlich sehr viel passiert. Wir laufen hier durch die neuere Generationen, aber was wir euch heute mitnehmen wollen, ist mal die Generationsunterschiede in die linsenberühmte 9 Generation. Das waren damals 9 gute Gründe, um eine Linsen zu kaufen. Und momentan sind wir in die letzte Generation. Und dann nehmen wir euch heute mal mit und wir versuchen in dieses Video euch mal eine gute Idee zu geben, wie weit die Generation sich entwickelt hat. Vielleicht von außen der typische Linsenanblick, aber von innen eine komplett andere Generation. Willkommen auf das Raumwunder von Linsen, willkommen auf die 35 AC. Mein Name ist Maurits Vleugels. So, angekommen auf dem Wasser, auf diese 35.0 AC Jubiläumausgabe. Also schön in die Jubiläumfarbe Velvet Green, aber natürlich auch in jeder andere beliebige Farbe zu bekommen. Aber ist doch besonders, um eine Linsen-Jubiläe-Ausgabe zu haben. Das Vordeck hat sich wenig geändert. Es ist natürlich so, dass wir immer wieder weniger Pflaster verwendet haben in unsere Lackprozesse. Das ist generell ein Hauptthema bei diesen Booten. Wo weniger Pflaster ist, habe ich eine starke Basis für den Lack. Das haben wir durch die Jahre von 2005 bis heute richtig optimiert. Die Mast ist traditionell geblieben, so wie auch der Anker in der Mitte der Bug. Das sind richtige Kennmerke, wo man schon in der Ferne eine Linse erkennt. Die Unterschiede liegen auf dem Achterdeck und in dem Salonbereich und Kabinenbereich. Vergessen Sie nicht, es ist ein Boot von 10,70 Meter bei 3,40 Meter. Also sprich rund um die 38 Quadratmeter. Aber die Achterkabine und das Achterdeck sind natürlich zweimal Netto-Lebensfläche. Damit bietet diese kompakte Linsen 42 Quadratmeter an Lebensoberfläche. Ich zeige Ihnen gerne, wie das heutzutage von innen aussieht. So, jetzt sind wir im Salon angekommen. Wie gesagt, ein Riesenunterschied natürlich mit der ersten Generation ist das Tageslicht. Wir haben uns entschieden, um mit die hellen Seitenwände und ganz große Fenster, die runde Fenster sind rausgenommen. Es gibt eine enorme Explosion an Tageslicht, wobei das Boot optisch viel breiter wirkt. Sie sehen auch die Schiebe- und Klappfenster, damit ich auch richtig einen Kontakt mit außen habe. Wir sehen hier zum Beispiel der Fernseher, heutzutage genial verarbeitet, dass der schön hier vom Salon aus sichtbar ist. Wenn ich ihn nicht mehr brauche, nimmt er mir keinen Platz ein. Auf dieses übrigens flach ausgeführte Deckblatt, wo Sie auch sehen, dass das Corian nicht mehr drauf steht, aber eigentlich total integriert ist in eine L-Form. Das war ja früher auch anders. Was sehr wichtig ist, ist auch der Stauraum. Wir haben hier natürlich eine Riesenlücke mit Staufläche, wobei jeder Eigner sich da reinstauen will, was er will. Hier ist es ein extra Gefrierschrank, ist ja nur eine Idee. Und über die Gastronomie gesprochen, was natürlich wichtig ist, dass ich ein Kästchen habe, wo ich meine Flaschen, also da ist nur einen Wein und einen Früchtjoghurt, aber da kann natürlich auch mehr Wein drin. Und hier haben wir dann die ganze Gläserbar, die dazugehört, selbstverständlich auch ausgeführt mit Linsenlogo. Damit hat der Salon einen viel offener Charakter. Die Fläche ist gleich geblieben, aber einfach optimal benutzt. Der Tisch ist auch größer geworden. Früher musste er ja die Form haben, weil das Interieur im Weg war. Heutzutage ist es ein vorwärtiger Tisch, der auch seewärtig festgeschraubt werden kann. Und natürlich seit der ersten Generation das Easy Sleep Komfort, wobei ich auch in einer Minute ein 2-Personen-Bett mache. Und in den Link in diesem Video seht ihr auch, wie man so ein Bett macht. Oh, da seid ihr ja. Ja, jetzt wollte ich das mal einmal in meinem Leben machen.
das mal gefilmt wird von einem Bett aus. Wir kriegen immer die Bemerkung, das Bett ist zu klein. Ich bin doch ein recht großer Bursche, traue ich mir zu sagen. Aber guck mal, ich liege jetzt hier im Bett. Guck mal, wo das Ende der Matratze ist. Es kann noch eine ganz große Person neben mir liegen. Ich höre mal auf dem YouTube-Kanal, wer das gerne mal machen wird. So, frisch und munter aufgestanden, habe ich natürlich die Auswahl. Was ist meine eigene Kabine? Diskussion, die wir oft führen. Ist das hinten oder vorne? Ich bin jetzt vorne. Was viele Kunden sagen, vorne habe ich natürlich hier einen direkten Eingang zu meiner Dusche und auch einen direkten Eingang zum Waschraum, Toilettenraum. Ich bin natürlich getrennt von meiner Restcrew, durch die Tür zu schließen und habe alles dann bei mir. Zeige ich mal die Dusche, wo doch auch eine große Person wie mir recht gut duschen kann. Um euch jetzt mal ein Gefühl für Geräumlichkeit zu geben, das ist die Dusche. Wir empfehlen Sitzen duschen. Wasserverdränger macht man ja alles während dem Fahren. Während Fahren ist natürlich die sicherste Art, ist Sitzen zu duschen. Also nass machen, Kran zu, duschen, Kran wieder an, abwaschen und fertig. Aber auch hier hat man Platz. Man muss sich hier abtrocknen und das geht sehr gut hier. Man kann die Arme strecken. Wir haben immer eine Belüftung drin. Also auch die Dusche ist sehr geräumig. Jetzt mal zur Toilette. So, frisch geduscht. Jetzt habe ich natürlich auch meinen Toiletten- und Waschraum. Und jetzt erkläre ich mal das Türtheater, die Philosophie da hinten. Ich kann ja auf die 35 4 plus 2 schlafen. Also ich habe 4 Festplätze und 2 flexiblen im Salon. Da haben wir ja das Easy Sleep Komfort. Durch dieses Türtheater habe ich aber den Vorteil, dass ich als Eigner hier reingehen kann. Aber in der Nacht können meine Gäste vom Salon hier rein. Die Türen sind separat zu schließen. Damit habe ich natürlich einen komplett getrennten Zugang zu meinem Waschraum. Und damit laufen wir einander nicht über den Weg und haben einen super Zugang zum Salon. So, jetzt sind wir in die Achterkabine. So wie gesagt, kann jeder sich darum streiten oder eine Meinung haben, was ist jetzt die Eignerkabine und was sind die Gäste. Vorne habe ich natürlich Dusche und Toilette. Das geht hier auch, aber dann opfere ich diesen wunderschönen Stauschrank da. Und der Stauschrank ist ja dreitürig. Dabei habe ich dann noch hier die extra Toilette. Reise ich nur zu zweit, kann es auch sein, dass ich hier einen Kleiderschrank haben will und gar keinen Waschraum. Also das ist eine Auswahl, die wir zusammen mit unseren Kunden konfigurieren. Ich habe hier trotzdem auch wieder die gleiche Maße mit Bett und damit ist das auch wieder eine sehr großzügige Kabine. 4 große Bullaugen, die mich sorgen für eine optimale Lüftung von dieser Kabine. Was ist jetzt die Eignerkabine und was ist die Gästekabine? Die Entscheidung lasse ich Ihnen. Jeder kann sich da entscheiden nach Funktionalität, wie er das gerne haben will. Auf das großzügige Achterdeck sind wir jetzt auf die Endstation angekommen bei dieser Führung. Sie sehen im Vergleich mit der früheren Generation gibt es hier das integrierte Stahl-Schanzkleid. Ich habe natürlich absolut keine Zugluft an meine Füße. Dann kommt die Wärmeluft vom Motor, kommt auch nochmal hier auf dem Achterdeck. Macht es sehr komfortabel zu fahren. Heute ist windig, knappe 12 Grad, aber schön habe ich einen Teil die Versennung aufgerollt. Komplett wegholen kann natürlich immer, aber man sieht auch die Flexibilität. Diese Tür, die Tür, vorne mal eine Lücke auf, aber auch alles geht auf oder weg. Auf dieser Decke ist ein separaten Tisch immer am schönsten, damit ich flexibel bin. Wenn ich im Hafen kann ich schieben. Und was wir natürlich extrem viel Platz bieten. Früher hatten wir auf die ältere Generation die erste die Deckboxen, aber momentan gibt es hier die fest integrierte Deckskisten. Mit sehr viel Stauraum, auch feuchtefest, die sind alle belüftet. Und hier an dieser Ecke habe ich jetzt einen schönen Tisch. Und der Tisch kann ich ja auch mitnehmen, wenn ich zum Steg bin. Und im Mittenverkehr kann ich hier ja die Versenning öffnen und meine Badeplattform erreichen. Aber damit habe ich hier auch eine schöne Stütz im Rücken und kann ich hier ganz gemütlich mit 6 großen Erwachsenen auf dem Achterdeck verbringen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen von dieses Video. Habt ihr da Bemerkungen zu? Bring es gerne in die Unterschrift und dann passen wir das Video nach eurer Meinung an. Wir freuen uns auf eure Kommentare, aber noch mehr auf euren Besuch an Linsenjachts in Maasbracht.